And I was hitchhiking through Europe in the 60s, and I always kept talking about how I had to get to Switzerland that night. And then all these years I didn't realise I was actually heading to Austria, and I thought it was Switzerland, so I've got to be clear. Because where I ended up was, never mind, the wrong story. But, so I am sure I'm in Switzerland. It's okay, I've just got it. Vor vielen Jahren, als ich durch Europa gereist bin, war es ein Ziel, Richtung Schweiz zu kommen, aber ich bin dann in Österreich gelandet und das habe ich gelernt, dass ich sehr klar sein muss, welches Ziel man anstrebt. So I ended up in Salzburg, and I know it's not in Switzerland, but I had this confusion. I didn't miss it. I know you did, it doesn't matter. Okay, I want to start this with a little prayer first. Ich möchte dann Gebet zu Beginn anfangen. I'm trying to. You've got to sound like me as well. Oh, I'm trying my best. Tell them what I said. I did. No, that you've got to sound like me. Ich sollte klingen wie Sie. More feminine? I don't think so. Okay, so this little prayer is expressing two thoughts. Das Gebet, das wir jetzt sprechen, beinhaltet zwei Gedanken. The first two lines are for anybody in the room who already identifies with being a Buddhist. Also die ersten Zeilen betreffen die Leute, die bereits sich mit dem Buddhismus identifizieren. And so it's reminding us of our reliance on the Buddha and his teachings. Und das erinnert uns daran, dass wir auf die Lehre des Buddha uns berufen sollen. Yeah, and the second two lines could be for all of us. Und die zwei nächsten Zeilen, die können für alle gelten. The Tibetans would say it's setting your motivation. Wie die Tibeter sagen, es hilft uns, die Motivation darzustellen. But we probably say stating our purpose. Und wir können sagen, dass wir einen Zweck daran machen. So the purpose then is to listen to these discussion here. These words I'm going to be talking are coming from the Buddha. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Aussage dieser Gebete richtig konzentrieren. Sie kommen direkt vom Buddha. Concentrate? I didn't say concentrate. I didn't say Tibetan. These words are coming from the Buddha. Yes, diese Worte kommen vom Buddha. Okay, I'll calm down soon. I will calm down soon. Ich werde mich bald beruhigen. It's really not working very well. Okay, so the way to listen, to think about, is to listen for some tools. Die richtige Art zuzuhören ist, wie man sich auf ein Werkzeug beruft. Tools for what? Welche Art von Werkzeug? Well, to develop what for the Buddha is actually our extraordinary potential. Aus der Sicht des Buddha geht es darum, unser Potenzial richtig zu entwickeln. For clarity, less neurotic, less stressed, less depressed, less angry. Dass wir klar sind, dass wir neurotisch sind, wenig Probleme haben. More kind, more spacious, more confident. Dass wir freundlicher sind, mehr Raum besitzen, zuversichtlicher sind. Okay. I'll just sing the prayer. All right. Sangye charang sokhe choknam la janchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shok sangye charang sokhe choknam la janchu baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki Drola Fenchir Sangye Drupa Shok Sangye Charang Soke Choknam La Janchu Badu Dagni Kyab Suchi Dagi Chönyen Gipe Sonam Ki Drola Fenchir Sangye Drupa Shok. So, I think the typical way we live our lives and why we say, let's say, and the thing we think about most is from the moment we wake up in the morning until we go to sleep, it's the outside world, what's out there, the people, the things, the traffic, the breakfast, the lunch, all the things outside. Also die typische Art, wie wir normalerweise in den Tag starten, ist, wir denken an viele Dinge, die außerhalb von uns sind. Also die Dinge, die uns umgeben, aber die da draußen sind. And I think we pay very little attention to what goes on in the mind. Aber
zu weniger Aufmerksamkeit darauf richten, was in uns drin abläuft. I think we pay a lot of attention to our mind when we study something. Like we learn mathematics, we learn cooking, we learn architecture. It's all about the mind, learning all these new thoughts, new concepts. So there we really do concentrate on the contents of the mind. Es ist nicht so, dass wir den Geist vernachlässigen, aber wir brauchen ihn, besonders wenn wir etwas spezifisch studieren, wie zum Beispiel Geografie, Architektur, Mathematik und so weiter. Aber dann konzentrieren wir uns direkt auf die Fähigkeit des Geistes, solche Disziplinen zu erlernen. But when it comes to our emotions, maybe we don't have many methods, you know. Aber wenn es um unsere Emotionen geht, dann fehlen uns Methodologien. You know, we don't even notice our emotions until they're exploding out of the mouth or until you can't get out of bed one morning because you're so depressed. Wir sind uns nicht einmal bewusst, wie viele Emotionen wir haben, es sei denn, es hebt uns den Deckel ab, weil wir explodieren, wenn wir es nicht mehr ertragen können. So the Buddhist approach is quite practical, actually. Und in der Hinsicht ist die Herangehensweise des Buddhas eigentlich sehr praktisch. Well, first of all, contrary to our usual views, Im Gegensatz zur landläufigen Ansicht, actually what goes on in our mind is the main player in our life, not the external events. im Gegensatz zu der landläufigen Ansicht ist das, was in unserem Geist abläuft, das, was wirklich wichtig ist und nicht das, was da draußen abläuft. So with that in mind, it's necessary to pay attention and to work with what's in our mind, to be able to become familiar with our emotions and feelings and these things, you know. Und weil es so wichtig ist, sich auf den Geist zu konzentrieren, ist es vordringlich, dass wir uns auf diesen Geist einlassen und ihn besser verstehen. So the Buddhist approach is this very practical little technique that everybody hears about these days. People are using it. It's called mindfulness meditation. Und das ist der Grund, dass Übungen, A very practical technique. ja, dass die Übungen, die sehr praktisch sind von Buddha, die sogenannten Geistesschulübungen, sehr populär sind. And it's based on this technique that actually the Indians 500 years before Buddha came along, meaning more than 3,000 years ago, they invented it. Und diese Techniken haben schon vor Buddha angefangen, also vor etwa 3.000 Jahren. It started before the Buddha, 500 years. was at least 500 years before the Buddha, yeah. These amazing Indians. Mindestens 500 Jahre vor Buddhas Lebenszeit. In something I read in the Dalai Lama, a couple of years ago, he said it was these amazing Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began this incredible investigation into the nature of self. Also diese Studien, die waren natürlich selbst, die haben in Indien vor 3.000 Jahren angefangen. Und das ist eine Aussage, die der Dalai Lama kürzlich gemacht hat. You said the Dalai Lama at the end, not the beginning. The Dalai Lama. You said his name at the end. Yes, right. Oh, but you said that he said this. He said this. Oh, good, it's important. Yeah. Okay, so that really struck me. I thought about that. Das hat mich überrascht. I mean, I've been a Buddhist a few years. I've been a Buddhist for a few years. Ich bin schon einige Jahre Buddhist. And I know he's an Indian. I know he's an Indian. Und ich wusste, Buddha ist ein Indier. But I never gave much thought to the context that he came out of, Aber ich habe mir nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht, auf welchen Zusammenhang er ausgeht. And I think in our Christian Jewish culture, we know nothing about India. Und in einer jüdisch-christlichen Kultur wissen wir so gut wie nichts über Indien. We love all the Greeks. Wir mögen die Griechen. All our fancy words are in Greek, aren't they? Maybe not in German, but certainly in English. All our fancy words are in Greek. All die herausragenden Worte, die wir benutzen, kommen aus dem Griechischen. But these Indians were actually, when you think about the Buddha and what he was into, then these Indians who came before him, they're quite remarkable thinkers actually. Aber die Leute, die bereits vorher waren, die sind zum Teil sehr hervorragend gewesen. Und das ist überraschend. They cultivated this technique that mindfulness meditation is based on. Und die haben diese Kultur angefangen, auf die dann diese Auseinandersetzung basiert. It's actually called concentration meditation. Eigentlich heißt es Konzentrationsmeditation. So it's a really sophisticated psychological skill, actually. Also es ist eine sehr
entwickelte psychologische Methodologie, die angewendet wird. That enables a person to go to these much more subtle levels of our own mind. Die uns ermöglicht, diese ganz feinen Stufen des Geistes zu erforschen und erkunden. Levels of mind that we don't even posit as existing in our modern psychological models. Und das sind Ebenen, die moderne Wissenschaft nicht einmal sich so bewusst ist. Huh? Did you say it properly? I hope so. Australians are very rude. I'm quite blunt, I'm sorry. No, I have to look at geography. Okay, so Ich bin Australien und ich bin sehr direkt und das war ein bisschen unhöflich rüber. So I think the trouble is, as soon as we say the word meditation, we get all kind of mystical, you know. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo wir das Wort Meditation hören, kann es sehr viele Bedeutungen haben. But this technique that enables you to develop this really, really subtle, powerful concentration. Und diese Technik ermöglicht uns, ganz feine Stufen des Geistes zu erkunden. And what these Indians did Und was diese Inder getan haben, was basically unpack and unravel and deeply understand the contents of the human mind. und was diese Inder getan haben, sie haben Schicht um Schicht vom Geist entblättert, um richtig zu verstehen, was im Geist vorliegt. They mapped the mind. Also die haben eigentlich den Geist richtig ausgepackt. Und, So when we talk like that these days in the modern world, wenn wir heutzutage über den Geist reden, we're imagining a person with a microscope mapping the brain. dann ist die Untersuchung des Geistes mehr wie mit einem Mikroskop, in dem man von einem wissenschaftlichen... But that's not what we're discussing here. Aber das ist nicht, worum es hier geht in unserer Diskussion. It's an internal process. Es ist ein Internal process. innewohnender Ablauf. So basically Buddha came out of this tradition and then he diverged in his own direction, you know. Und Buddha ist also aus dieser Tradition der Geistesschule herausgekommen und hat dann seine eigene Richtung eingeschlagen. Mainly he diverged, mainly in relation to his own direct experiential findings about the nature of self and what our potential is as humans. Und die Art, in der er dann abgewichen ist von der gängigen Art der Geistesschulung, ist basiert auf seiner eigenen direkten Erfahrung. And this technique that these people invented is one of the central techniques still in Buddhism today. Und die Technik, die vorher schon etabliert worden ist, ist eine, die auch im Buddhismus immer noch sehr verwurzelt ist. And this psychological skill that enables us to get this really refined concentration to subdue the grosser, kind of more berserk levels of our thoughts and our mind, to make it more subdued. This technique. Und diese Technik, die es ermöglicht, durch diese vielen Schichten hindurchzugehen, um immer feinere Stufen zu entdecken, diese Technik is not religious in its nature. ist Not religious in its nature. Das ist nicht eigentlich religiös an sich in seinem It's like it's the mind. Es ist einfach ein Studium des Geistes. Buddha doesn't have a word like soul or spirit. Buddha hat diese Wörter nicht gehabt, wie zum Beispiel Geist. I mean, I joke and I'm not joking, but I say a communist could do it. Concentration meditation. I joke and I say a communist could do this technique. Ein Kommunist könnte diese Technik ausüben. It's not religious in its nature. Das ist also nicht an und für sich religiös in seinem Leben. So why would you want to learn to concentrate? What's the benefit? Also dann können wir uns fragen, warum sollten wir uns denn damit auseinandersetzen? Was ist der Vorteil dieser This is Buddha's expertise. This is Buddha's expertise. Das ist Buddhas Expertise, die er erlangt hat. Because on the basis of getting this subtle focus, weil auf der Basis dieses subtilen Fokus you become super familiar with the contents of your own thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious. hast du den direkten Zugang, diese vielen Schichten des Unterbewussten direkt erfahren zu können. And the Buddha's own experiential findings Und die Erfahrungen, die direkten Erfahrungen, die der Buddha in seinen Suchen erlangt hat. Buddha's not a creator. Buddha hat nichts He doesn't assert a creator. Weist auf keinen Schöpfer hin. He's talking about his own experience. Spricht nur von seiner direkten Erfahrung. And his methodology, he says anyone can do it, you know. Und seine Vorgehensweise hat gesagt, das kann jeder nachmachen. So what he's found is that we've all got this extraordinary potential in our own mind.
Und was gefunden hat, ist, dass wir alle in unserem Geist ein sehr großes Potenzial haben. Based upon the familiarity with its contents, Und wenn wir die Inhalte dieses Potenzials gut kennen, this introspective technique, not looking at the brain, but listening to your own elaborate thoughts and feelings and emotions. It's an internal process. also nicht eine wissenschaftliche Herangehensweise, sondern die Herangehensweise, dass man die eigenen Emotionen, diese Schichten gut kennenlernt. So essentially, he says every being has this remarkable potential. Und hat gesagt, jedes menschliche Wesen, eigentlich jedes Wesen überhaupt, hat dieses Potenzial. To radically change the contents of our mind. Und man hat die Bereitschaft auch, diese Neigungen zu ändern, die im Geist sind. In fact, the Sanskrit word Buddha, the word in Tibetan, is very interesting. Und das Wort, das Sanskrit-Wort Buddha, wenn man es auf den Tibetischen anschaut, ist sehr interessant. The Tibetan word Sangye. Das tibetische Wort lautet Sangye. The etymology of this word is very, very tasty. Die Wortherkunft ist sehr interessant. Tasty. Sehr geschmackvoll. Thank you. Sehr tasty. No, you must say exactly what even weird words are not saying. The first syllable, sun, Die erste Silbe, San, implies the utter eradication from our mind of all ego, neurosis, fear, stress, anxiety, depression, anger. bedeutet die völlige Reinigung von Angst, von Sorgen, von all den Geistesgiften. And the second syllable, Ge, Und die zweite Silbe, Je, Buddha, von Buddha, not von Buddha, just Buddha. Buddha, Yeah. This implies the development, literally, to perfection of all the goodness. und das bedeutet die Vervollkommnung des Potenzials Guten. Intelligence, clarity, kindness, compassion, generosity, patience. Freiwilligkeit, Geduld. This is Buddha's findings. Und das hat Buddha gefunden. So a person who's practicing Buddhism, Und eine Person, die Buddhismus praktiziert, if you're doing it properly, wenn man es richtig you're macht, doing this job, dann machst du this diese internal job. diese interne Arbeit. Becoming familiar with your own mind Sich vertraut machen mit dem eigenen and Geist. learning to recognize and distinguish, Und lernen zu all unterscheiden, the neurotic, unhappy emotions we have, die verschiedenen neurotischen Emotionen, die wir haben, zu entdecken. and being able to distinguish them from the positive ones. Und wir sind auch in der Lage, die positive Neigung des Geistes zu So it's not a moralistic issue at all, it's practical. Also es ist nicht eine moralisierende Angelegenheit, es ist ganz praktisch. Buddha's main point, and we can prove it, it's not complicated, Der Hauptpunkt des Buddha ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. is that anger, depression, stress, Ist es Zorn, Stress, anger, depression, stress, Depression, Stress etc. und so weiter. Then, first of all, they're miserable for us. Wenn wir diese Zustände haben, das sind schwere Zustände für uns selbst. The very having of them, the very having of them Dass man die überhaupt erlebt, erfahrt, is not comfortable, ist nicht angenehm. is disturbing. Es stört uns. And then if we look at when we feel, look at how we feel when we're more kind, more confident, more generous, more patient. It's not surprising. We are feeling more happy. It's really sort of down to earth, Und es ist ganz einfach, wenn wir glücklich sind, zuversichtlich, die positiven Seiten des Geistes erleben, geht es uns generell besser. Das ist nicht überraschend. So the Buddhist approach to it is that it's something practical. It's not like a belief, and it's not kind of religious at this most basic level. Und der Ansatzpunkt des Buddha ist also ein ganz praktischer und nicht in dem Sinne ein religiöser Ansatz. So then what is it about these unhappy... Okay, so first of all, I think in our culture, we take for granted all these unhappy emotions. We just think it's normal. To be a normal human being, you're going to have stress, you're going to get angry, you're going to get depressed. What to do? It's normal. We think like this. Also wenn wir das jetzt in unserer Gesellschaft anschauen, nimmt man eigentlich generell an, dass diese Emotionen normal sind, dass man Zorn und so weiter erlebt und dass es einfach dazu gehört. But the Buddhist approach is that they're not at the core of our being. Aber die Ansatzweise von Buddha ist, dass nicht eigentlich das Wesen unseres Geistes ausmacht. And that they're the cause of our own suffering. Und die Wurzel unserer eigenen Leidens. And therefore the cause of why things go wrong in our life. Und das sind die
Gründe, warum Dinge in unserem Leben schief gehen können. And that the positive qualities Und die positiven are at the core of our being, sind die eigentliche Wurzel unseres Wesens. actually define who we really are. Und sie definieren, wer wir eigentlich And these we sind. can develop hugely. Und die können Ja. stark entwickelt werden. Yeah, there's this nice analogy in Buddhism Es gibt eine Analogie im Buddhismus, that a bird needs two wings, dass ein Vogel zum Fliegen zwei Flügel hat. wisdom and compassion. Und das sind Weisheit und Mitgefühl. So this first wing is like the work we have to do on our own mind. Der erste Flügel, das ist die Art, wie wir mit Ja. unserem eigenen Geist uns auseinandersetzen. You know, and then on the basis of this we can be more useful on this planet, you know. Und auf dieser Basis sind wir dann nützlichere Mitglieder dieser Gesellschaft. So then from the Buddhist perspective, if you look at all the old-fashioned texts, you won't find a word called stress. Also wenn man jetzt die Texte anschaut von Buddha, sieht man das Wort Stress hier. You know, in the Buddhist model of the mind, in the list of the different states of mind, you probably won't find one called stress. Also Buddha hat auch die Geisteszustände aufgelistet und das Wort Stress wird dort nirgends auftauchen. So then, the Buddhist approach, you know, if we look at, okay, he makes this clear distinction, like I mentioned, he makes this clear distinction between these neurotic, disturbing emotions and the positive, beneficial ones. Also in Anlehnung des Buddha ist diese Zweiteilung, die neurotischen, negativen Geisteszustände und dann die positiven Potenziale, die er welt. So therefore the job is, if they're distinctly different, our job is to distinguish between them, just like I mentioned. Und das Wichtige unserer Arbeit ist also, dass man diese zwei Seiten auseinanderhalten kann, wie ich bereits erwähnt habe. Yeah, and so two of the main ones we have in our daily life, but way deep down at much more subtle levels than we imagine, Die zwei Hauptteile dieser, die in unserem Leben auftauchen, sind die folgenden. one is called attachment. Die eine ist Anhaftung. It's such a simple word. Es ist so ein einfaches Wort. And I think in our ordinary world we use it in a very different way from the Buddha. Aber in unserem täglichen Leben benutzen wir das ganz anders als die Buddhist. What he's referring to when he uses this word at a much deeper level, at a very deep level, Die Art und Weise, wie er es verwendet hat, in einer tieferen Weise. this attachment is like this deep feeling of never being enough, Und zwar ist das ganz tiefe Gefühl, dass man nie genug hat. never having enough. Man hat nie genug. No matter what we get, it's never enough. Egal was wir behaupten, man hat nie genug. No matter what we achieve, it's not enough. Auch was wir erreichen, ist es nicht genug. This is deep, and it's way deep down. We might notice it in a really overt way. You know? Und das geht ganz, ganz tief und es mag sein, dass wir das gar nicht bemerken. This deep feeling, there's always something missing. Es ist dieses schleichende Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz aufgegangen ist. So the next level of this attachment, Und die nächste Stufe dieser Anhaftung, just naturally, also ganz is that natürlich, we kind of crave something. also wir versuchen etwas. And that of the first level is obvious, it's the objects of the senses. Natürlich auf der offensichtlichen Stufe ist es, dass wir die Sensobjekte erlangen. You know, the nice smells, the nice tastes, the nice people, the nice things. Also schöne Gerüchte, schöne Sichte, Sachen, die wir sehen, schöne Leute. And always this assumption about it, that when I get that, I'll get happy. When I get that, I'll feel fulfilled. Und es ist diese tiefe Annahme, wenn man diese Dinge erlangt oder erfährt, dann wird man glücklich sein. But the moment this attachment doesn't get what it wants, Aber in dem Moment, wo man merkt, dass diese Anhaftung nicht erfüllend ist, because it's almost like an emotional hunger, way deep down. es ist wie ein emotionaler Hunger, der ganz tief Always wanting something more. Man will immer noch etwas mehr. So when it doesn't get what it wants, Und wenn der Geist nicht kriegt, was er will, or when it gets what it doesn't want, oder wenn er das erhält, was er gar nicht you will, know, that could be 1,000 times a day, und das kann 1000-mal then that's the arising right then of the state of mind called aversion. Und das ist in dem Moment, wo das passiert, kommt der andere Geistzustand und das ist die Abneigung. So speaking really simply, Also ganz einfach gesagt, what stress is was Stress is bedeutet, in our busy days, you in know, unserem beschäftigten Alltag. all our jobs to do, Ich habe Arbeit you zu know, things to machen. get, to buy, do this, go here, get that, fix this. Ich muss dies noch reparieren, das erledigen. We're not going to get everything we want all day. It's not going to work all the time. The lights will be red instead of green. The people won't have the thing in the shop that you want. They'll give you the carrot cake instead of chocolate cake. Wir erhalten die falschen Dinge, die wir wollen. Wir wollen diese Art Kuchen, wir erhalten eine andere und die gehen nicht so auf, wie wir sie wollen.
I hope I covered it. Then what happens is it's the coming together of the wanting of something and then not getting it. That's the moment the stress begins. Und was passiert ist, dieses Aufeinanderprallen der Dinge, die man möchte, aber nicht erhält, und der Dinge, die uns geschehen und die wir nicht wollen, das ist der Moment, den wir Stress nennen können. So the Buddhist approach Die Anwendung des is Buddhas if we learn these very simple techniques to help focus our mind, ist, dass man einfach eine ganz einfache Technik anwendet, die uns even like 3 minutes in the morning, 3 minutes, starting with something really small and simple. sogar 3 Minuten am Morgen nur etwas ganz Einfaches, You know, the so-called mindfulness meditation. also eine So-called mindfulness meditation. sogenannte Ja. Geistesmeditation, Huh? Aufmerksamkeitsmeditation, So-called mindfulness meditation. sogenannte What you're doing for that 3 minutes starting the day, Wenn man das macht und den Tag so beginnt, instead of just waking up and then launching into autopilot, statt dass man einfach aufsteht und sofort auf Autopilot in den Tag hineingeht, underneath in your unconscious all this undealt with stuff from yesterday, let's say, not to mention last week or 20 years ago, wenn man eben noch im Unterbewusstsein das Angestaute des letzten Tages oder ganz schreiben von letzter Woche und so weiter hat. you know, we hop out of bed, Wir springen auf start, Bett on autopilot. und wir sind sofort auf Dealing with Autopilot. this, doing that, getting in the car, driving to work, fixing this, talking on the phone. Wir haben alle diese Automatismen, was wir erledigen müssen. Wir machen Telefongespräche. Only focusing on the outside. Aber das sind alles nur Dinge, die im Außen geschehen. Never paying attention to this. Wir passen nie Inside auf, here. was in uns drin passiert. So just for 3 minutes starting every day, Wenn wir also selbst nur 3 Minuten damit you know, verwenden, you decide to focus on your boring old breath. One of the typical things that they teach us from centuries ago, a good thing to start focusing on, to anchor your mind to, is the sensation at your nostrils as you breathe in and out. also so etwas Einfaches wie die seit alters gepflegte Meditation, dass man auf den Punkt, wo der Atem die Nase berührt oder unterhalb der Nase, dass man sich dort für den 3 Minuten And just for a konzentriert. few minutes focusing on that. Dass man sich einfach nur darauf It's konzentriert. nothing magical. Es ist nichts Don't Magisches. expect to feel better. Es wird dich nicht besser fühlen Don't lassen. expect special feelings. Erwarte keine speziellen Genau. Erlebnisse, It's practical. Gefühle. Es ist praktisch. What you're doing is because you're focusing on one thing, Was ihr tut, ist, weil ihr euch auf eine Sache you know, konzentriert. you're not following unconsciously all these unhappy thoughts deep down in there that we haven't been dealing with. Du wirst nicht mitgezogen, du verfolgst diese verschiedenen unerledigten Angelegenheiten im Geist. So naturally you can't help but notice the thoughts when you're sitting there for 3 minutes. You're listening in the background, you can hear them all in your head, you know. Also während man sich konzentriert, bemerkt man diese unterschiedlichen Dinge, die da auch ablaufen. And this is good, Und das ist gut so. because the Buddhist view of what's in our unconscious goes pretty deep. Und der Buddha hat gesagt, das, was in unserem Geist abläuft, das geht sehr tief. And we have to learn to deal with it, Und wir müssen lernen, damit uns to auseinanderzusetzen. become deeply familiar with it. Wir to müssen become uns deeply familiar with ganz it. tief damit auseinandersetzen und vertraut To machen. kind of unpack and unravel all this Wir stuff, müssen you es know. auspacken und ans Licht bringen, das Ganze. So the skill you develop from just 3 minutes every morning. Also die Geschicklichkeit, die wir entwickeln, wenn wir das jeden Morgen machen. So normally you're driving the car, Normalerweise geht er einfach and this ins Auto. undealt with stuff deep down, Und all diese unerledigten Angelegenheiten, die tief in uns sitzen. and then suddenly the red light comes, Und wenn etwas geschieht, das unerwartet ist, and you explode. und dann explodieren wir. But when you learn to do this focusing, Aber wenn man lernt, sich zu konzentrieren, what you're doing is you're stepping out of your head. dann lernst du sozusagen aus deinem eigenen Kopf rauszusteigen. You can't help but hear all the thoughts that are all raging on in there. Du kannst nicht vermeiden, dass du all diese Gedanken, die Außengedanken hörst. So you bring this skill into your daily life. So bringst du diese Geschicklichkeit in dein Alltagsleben Not hin. only are you noticing the traffic, Und nicht nur bemerkst du den Verkehr, you're noticing your thoughts. du bemerkst auch die Gedanken. Because the really fundamental thing in Buddhist psychology Weil etwas ganz fundamental Wichtiges in buddhistischer Psychologie is ist, all these emotions we have. mit all diesen Emotionen, And we call it stress, anxiety, depression, anger. wir nennen Stress, Aufregung, Zorn, The emotional level auf der emotionalen Ebene. is mainly when we feel it in the body, isn't it?
ist, wie wir oft es auch im Körper fühlen. Dann ist es nicht so. That's the tip of the iceberg. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. And we only notice it when it hits the body. Und wir merken es nur dann, wenn es unseren Körper trifft. But the Buddha's view is really clear. Aber der Buddha war darin sehr klar. All this emotional stuff All diese emotionalen is the expression of many conceptual stories deep down in our mind. sind die äußeren Manifestationen von Sachen, die ganz tief in unserem Geist herkommen. So we have to learn to harness the emotional energy, Also wir müssen diese emotionale Energie sammeln, not suppress it, nicht unterdrücken, harness it, nicht sammeln. And then learning to hear all the thoughts that inform those emotions before it gets to the emotional level. Also wir müssen sie lernen, wie sie sind, noch bevor sie zu diesem extremen Punkt der Emotion ausgereift sind. So theoretically, this sounds reasonable, I think. I don't know. If you understand me, I don't know. Also theoretisch sollte das eigentlich klar klingen. Ich weiß nicht, ob das so auch rüberkommt. So let's say, my boyfriend's home late. Zum Beispiel nebenan mein Freund spät von der Arbeit. And I have a tendency to be jealous. Und ich habe eine Neigung, eifersüchtig zu sein. If you're really noticing your mind, Wenn du if you're really noticing your mind, wirklich bemerkst, was in deinem Geist noch I've läuft, been working hard internally, discussing with myself, being my own therapist, trying to calm myself down, relax. Robina, wait till he comes home, let's see what's really going on. But we don't do that. We just launch into all these jealous stories, and then when he walks in the door, it all vomits out, Also eigentlich, was wir tun sollten, ist unser Geist beobachten, was da genau abläuft mit dieser Jalousie, die wir haben können, Eifersucht. And once the stories start, was wir nicht tun, ist, also wenn wir das nicht tun, dann warten wir, bis wir diese explodieren mit unseren Eifersuchtsgeschichten. Und wenn diese Geschichte beginnt, okay, fine. But once we become more familiar with what's going on beneath the emotions, aber wenn wir einmal vertrauter werden mit den Emotionen, die tiefer in uns sind, we can hear the stories. dann können wir diese And you can start to argue with yourself, be your own best friend. und wir können damit auseinandersetzen, weil wir sind eigentlich unser eigener bestes Freund. And not have it vomit out the mouth. Und wir müssen es nicht rauskotzen. Not have it vomit out the mouth. Wir müssen es nicht aus dem Mund rauskotzen. And then when he comes home, Und dann, wenn der how are you, darling? Ja, wie geht es dir? And you find the facts out. Und du fragst ihn und dann findest du die Fakten dir. Because the point about these unhappy emotions, Weil der fehlende Punkt dieser unzufriedenen Emotionen, they're so deep down in us. die sind so tief And we don't pay attention und wir bemerken sie gar nicht, until it's too late. bis es zu spät ist. I only notice I'm angry when I'm shouting. Ich merke erst, dass ich zornig bin, wenn ich explodiere und schreie. Are we communicating here? I don't know am I making any sense? Macht es Sinn? Kommt das so rüber? So it's practical. Also es ist praktisch. This is not really, don't think of it as religious and moralistic and you should do this and believe in this. We're not discussing that. Also glaube ich, es ist religiös oder moralisch. Tu dies, mach nicht das. So why is it so hard for us to do this? Why is it hard for us to become deeply familiar with our own inner thoughts? Why? Warum denn ist es für uns so schwierig, in diese tiefen Schichten vorzudringen und mit den Emotionen umzugehen? Warum? Well, I think first because it's not our culture. Als erstes ist es nicht unsere Kultur, But the biggest problem aber das größte Problem is ist, because I blame everybody else for them. dass wir lieber andere für unsere Probleme werden. So if I'm angry with my boyfriend, Es ist einfacher mit dem Freund. I know I'm angry. I know I'm angry. Ich weiß, dass ich verärgert bin, But what do you mean I should look at my mind? It's his fault. aber warum soll ich an meinem Geist arbeiten? Es ist sein Fehler. And that's because we're addicted to believing that our thoughts and feelings and emotions are the result of what's out there. Und der Grund ist darin zu finden, dass wir davon ausgehen, dass die Probleme, die in unserem Geist entstehen, aus dem Außen herkommen. Why are you jealous, Robina? Warum bist du eifersüchtig, Robina? My boyfriend did that. Mein Freund hat das und das getan. Why are you angry, Robina? Warum bist du My boss was unkind to me. zornig, Robina? Mein Chef war
unfreundlich zu Why are sein. you stressed, Robina? Warum bist du I've got too gestresst? many responsibilities. Ich habe zu viel Verantwortung zu tragen. So there's a relative truth in this. Und eine relative Wahrheit darin ist, You know, the Buddhist view is not, Buddha's not arguing with the fact that the external world plays a big role in our lives. It's kind of obvious. der Buddha argumentiert nicht, dass die externen Phänomene nicht damit verbunden sind und eine Rolle But the spielen. key point Buddha's Aber making, der Schlüsselpunkt dabei ist, and again it's a practical issue, not a moralistic one, und ich betone nochmal, es ist ein praktischer Punkt, nicht ein moralistischer, is that what goes on in our thoughts and feelings and emotions, they are the main source. es ist das, was in unseren Gedanken und Emotionen dann abläuft, das ist die Hauptquelle. And he says he's got methods to help us change them. He says his methods, what the Buddhist methods are methods to help us become familiar with the thoughts and feelings and emotions and to know how to reconfigure them. That's essentially what the Buddhist approach is. Und die Methode des Buddha ist also, uns mit diesen Abläufen vertraut zu machen, und das ist eigentlich der Schlüssel seiner Methodologie. So it's difficult for at least two reasons. Es ist schwierig aus mindestens zwei Gründen. First, because we don't do it. It's not our culture. Der erste Grund ist, wir machen es nicht, weil es nicht in unserer Kultur But ist. mainly because we really believe scientifically and psychologically that I am the product of the external world. Aber zweitens und noch wichtiger ist, wir glauben effektiv, dass wir ein Produkt sind von äußeren Einflüssen und Können. The nice food, the good boyfriend, the lovely weather, they're the cause of my happiness. Also der Grund eines Glücks liegt im guten Essen, in einer guten Partnerin oder guten Partner, mit dem guten Wetter und so weiter. And when things go wrong, Und wenn Sachen schief gehen, that's the cause of my suffering. das ist der Grund meines Leidens. So if that's our philosophy, and it seems it is, Und wenn das unsere Philosophie ist, so naturally we keep trying to change the outside. das führt dazu, dass wir versuchen, im Außen drin Dinge zu ändern. Nothing wrong with that. Es scheint nichts falsch damit zu The sein. Buddha's view would just be that you're not changing the main thing. Aber aus Buddhas Sicht ist es nicht die Hauptsache, die geändert werden muss. So I worked for many years running a non-profit, mainly in America and Australia, helping people in prison. Ich habe sehr viele Jahre in Australien und Amerika mit Leuten im Gefängnis gearbeitet. And it was very moving for me dealing with people in prison, working with these methods with people in prison. Es war für mich sehr bewegende Erfahrung, mit solchen Leuten, Gefangenen im Gefängnis zu arbeiten. Especially in American prisons. Ganz speziell in amerikanischen Gefängnissen. I mean, I think there's an accepted number that America has got 5% of the world population. Es ist ein etablierter Fakt, dass Amerika 5% der Weltbevölkerung hat. But they've got 25% of prison population. Aber wir haben 25% der weltweiten Gefangenen. In other words, a quarter of all humans on Earth who live in prison live in American prisons. Mit anderen Worten, ein Viertel aller Gefangenen auf dieser Welt sind in amerikanischen Gefängnissen. And it's increasing with Mr. Trump already. Und seit Trump an der Macht ist es bereits noch stärker zunehmend. So it's quite intense there, Also es ist eine sehr intensive And the other thing I found is the sentencing is really severe. The sentencing, the length of time in prison for even the smallest crimes is so heavy, is so severe. Die Verurteilungen, die Strafen, die ausgeübt werden, also die umgesetzt werden, sind sehr, sehr stark. So there's an incredible sense of hopelessness, Das kreiert dann eine sehr starke I mean, I was based in California. Ich war damals in Kalifornien. And there the gangs play a massive role in the prisons. The black gangs, the white supremacist gangs, and the Mexican gangs. Das hat verschiedene Gangs, die dort eine ganz große Rolle spielen in diesen Gefängnissen. Mexikanische Gangs, schwarze Gangs und so weiter. This project started when I was editing a Buddhist magazine, the magazine of the organization I work for. Das Projekt begann zu einer Zeit, als ich mit einer Zeitschrift arbeitete für die Organisation, für die ich jetzt arbeite. Which is the same organization, this center in Bern, who invited me here and who organized this course, this class is part of. Das ist dieselbe Organisation, die das Zentrum hier in Bern hat, also durch die Annie Robina eingeladen wurde.
So I got a letter, this is 20 years ago now, I got a letter from this young Mexican. Und vor 20 Jahren bekam ich einen Brief von einem Mexikaner. He told me he started in the gangs in Los Angeles when he was 11. Und sagte mir, dass 11 Jahre in der Gang in Kalifornien angefangen hat. In the children's prison since he was 12. War im Gefängnis, Kindergefängnis seit 12 Jahren. And then when he was out again, he was 16 and he was tried as an adult and given 3 life sentences in prison. Und als 16 Jahre alt war, erhielt 3 lebenslängliche Strafen, weil das Volljährigkeit erlangt hatte. Okay, 3 life sentences, you understand that? 3 lebenslange Strafen. Okay, he didn't kill anybody. Hat niemand umgebracht. It's so severe there. Es ist so strikt. So when he wrote to me, he was 18. Als He read a book of loving issues. He read a book of loving issues. Hat ein Buch über. He told me he was in these cells, this really intense, what they call in their permanent lockdown. They're in their cells 23 hours a day. War in einer sehr strikten Zelle, wo man 23 Stunden am Tag eingesperrt ist. Nothing else to do, you know. Just read, most of them go crazy. Konnte überhaupt nichts machen, konnte nur lesen. So after about a year, I had 40 people writing to me. Nach einem Jahr etwa hatten wir dann geschrieben. Yeah. So our project started from that. Und Liberation Prison Project. Und dieses Gefängnisprojekt hat dann seinen Anfang genommen. So the thing that really struck me was when you're in these really intense situations where you can change nothing externally, you're literally imprisoned, you know. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es eine sehr extreme Situation ist, weil es gibt praktisch nichts, was man tun kann in so einer Situation. So the prisoners who really liked the Buddhist techniques, they really used them well. I was always so impressed. Und die haben im Gefängnis dann die ganze Zeit darauf angewendet, diese buddhistischen Techniken anzuwenden. They couldn't change anything. Ich war beeindruckt davon. They had no choice. Ich konnte nichts They're ändern. living 23 hours a day with one maniac. They can't have the luxury of leaving that cell. They have to live like with that nightmare, you know. Also wenn man 23 Stunden in einem Gefängniszelle eingesperrt ist, kann man gar nirgendwo hinrennen. Man muss damit auseinandersetzen. If you're 16 and you know you have nothing to look forward to until the day you die in these maniac prisons, many of them have intense mental suffering. Many go crazy, and the violence in the prisons is so incredible. Also wenn man mit 16 weiß, dass man 3 lebenslängliche Strafen absitzen muss, gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr, die man hat. Und es gibt sehr viel Gewalt in diesem Gefängnis. But they know they can change their minds. Und They know they can change their minds. und sie wussten, dass sie ihr Geist ändern können. That's the point. Und das ist das Schwierige. So we might as well be in prison. Also wir können, so gesehen können wir selbst... In reality, we could leave our relationship any day we like. In Realität haben wir unsere Beziehung sogar nie verlassen. That lousy boyfriend. The lousy boyfriend. Die Gründe des Leidens. The lousy boss. The mean, unkind friends. Die unwürdigen Freunde, die wir haben. We run back like moths to a flame. Wir sind genau wie die Motten, die zurück in eine Flamme fliegen. Oh, I can't leave my boyfriend. Ich kann meinen Freund nicht People will think bad of me. People will think bad of me. Die Leute werden mich nicht mehr mögen. He's a really nice boy anyway. Ist eigentlich Maybe he'll change. Vielleicht wird es sich später ändern. Oh, I can't leave my job. Ich kann meine Arbeit I might get another job. People will criticize me. Die Leute werden mich kritisieren. So we don't feel like we've got any real freedom. Also wir haben nicht das Gefühl, dass wir eigentlich große Freiheit haben. And so we go back every day to work, Wir gehen jeden Tag zur Arbeit. hating the boss, Hassen hating the job, hassen die Arbeit. complaining at home about it, Wir beschweren uns zu Hause darüber. ending up changing nothing. Aber effektiv. And it never occurs to us we can change our mind. Bis wir darauf gekommen sind, dass wir unseren Geist ändern. So my friends in prison, they're such a powerful example. Also meine Freunde im Gefängnis sind derart. Because they don't have the freedom to leave that cell whenever they feel like it. Gerade weil sie gar keine Chance haben, diese Gefängniszelle zu verlassen. But they know they can give up the anger, give up the anxiety, give up the neurosis, give up the blaming, and start to become a happy human being. This is the literal point, you know.
Aber sie wissen genau, sie können aufhören mit diesen negativen Geistesgiften und eigentlich glücklich werden. Und das ist der springende Punkt. So I was a friend of mine in Australia. Und es gibt eine She's like a grandmother now. She's not a grandmother. She's a grandmother. Okay, sie ist eine Großmutter. And her husband's an alcoholic. Und ihr Mann ist ein Alkoholiker. Has been for like most of their life, you know. Für den meisten Teil seines Lebens. So obviously at some point when you discover your husband's an alcoholic, you get upset. Also wenn du entdeckst, dass sein Ehegatte Alkoholiker ist, wirst du You try to get him to change. Du versuchst ihn zu ändern. But he didn't change. Aber er hat sich nicht geändert. So then normally you get angry. Also normalerweise wird man wütend. Then there's trouble in the house, there's fights. Es gibt Ärger im Haus. You talk about him behind his back. You talk about him behind his back. Du sprichst über ihn hinter seinem Rücken. All the stress builds up. Und all der The Stress anger, wächst an. the resentment. Der Zorn. But you keep going back to him. Aber du gehst immer wieder zu ihm zurück. So this is how we live our lives so often, you know. Und das ist die Art und Weise, wie wir As if we have no choice. als ob wir keinen Ausweg hätten. So she decided at some point Und an einer Stelle hat sie sich dann she entschieden, wasn't going to change. wird sich nicht ändern. She had to make a choice. Sie hat eine Wahl zu treffen. Stay, Bleiben, change her mind, ihren Geist nehmen or go. oder weggehen. Now it sounds so brutal and simple to say it like that. Es klingt so brutal und einfach, das so zu sagen, But in reality it is like that. aber in Realität ist es But if we're caught up in our misery, if we're caught up in our misery, wir so in unserer in our fears, Misere gefangen, worrying what people think, in unseren Ängsten, was afraid to leave, Angst davor, complaining about the husband, wir beschweren uns we're just über living in a den nightmare. Es ist ein Albtraum. But she decided she could change her mind. Aber sie hat sich dazu entschieden, dass sie She weighed up the options. Sie hat die Möglichkeiten She saw his good qualities. Sie hat seine guten He's a quiet drunk. He's a quiet drunk. We say in Australia, a quiet drunk. Ist ein stiller Alkoholiker. You know, he drinks himself. He drinks himself to oblivion every night. Trinkt sich selbst zur Besinnungslosigkeit jede Nacht. He doesn't harm anybody else. Hat niemand sonst. He's kind. Ist He's generous. Ist freizügig. So she decided she'd stay. Also hat sie sich dazu entschieden zu bleiben. But she changed her mind too. Aber sie hat ihren eigenen Geist geändert. She was content. Content. Sie war zufrieden. She accepted him for who he was. Sie hat ihn dafür akzeptiert. She stopped expecting him to be different. Sie hat aufgehört, damit zu erwarten, dass She stopped being resentful. Sie hat aufgehört, She stopped being stressed. zu bereuen. She stopped being angry. Sie war nicht mehr Because she gestresst, sie war decided. nicht She decided, Sie hat sich this is dazu my life, entschieden, das ist and I'll mein make the Leben, most of it. und ich mache das Beste. So she's a happy person. Und jetzt ist sie eine glückliche He Person. supports her. He loves her. Sie unterstützt ihn, sie liebt ihn. These words are not mysterious. Dies sind nicht mysteriöse Worte. Just hard to do. It's hard to do Es ist einfach schwierig. because we blame the outside. Weil wenn man das Äußere You know, of course you're stressed, darling. You've got a drunken husband. natürlich ist man gestresst. No, you're stressed because you've got anger and resentment and fear, and you blame someone else. Nein, du bist nicht wegen dem Garten gestresst, du bist wegen deinen Reaktionen auf den Garten gestresst. We kind of know this. We're not stupid, you know. We know this. Irgendwo durch wissen wir das. Wir sind ja nicht blöd. This is typical Buddhist psychology. Das ist typisch buddhistische Psychologie. But he's not a creator. He doesn't own this stuff. He didn't make it up. Buddha hat diese Dinge nicht erfunden, er hat sich die hergestellt. He's observed his own mind. Er hat einfach beobachtet, wie unser Geist So funktioniert. there's one woman in prison that I always talk about. Und in einem Morgen im Gefängnis habe ich etwas gesagt. I read about her years ago. Ich habe darüber vor 4 Jahren gelesen. She was in Florida. She was accused with her husband of murdering 2 police. Es war eine Frau, die wegen Mord und vermuteten Polizistenmord verurteilt war. And they were innocent. They were innocent. Aber sie waren unschuldig. And she got out after 17 years. Und nach 17 Jahren wurde sie But freigestellt. the husband was even executed. Aber der Mann, also ihr Gatte, wurde sogar hingerichtet. Try to imagine the nightmare. Man stellt sich mal diesen They lost their vor. kids. Die haben He was executed.
verloren. It took her 17 years to finally prove her innocence, you Und know. sie war 17 Jahre im Gefängnis, bis sie unschuldig bewiesen war. So, I mean, if we just get accused of breaking a cup that we didn't break, we'd have a mental breakdown, you know. Also, wenn wir nur schon ein Glas fallen lassen und beschuldigt werden, wo wir nicht schuldig waren, haben wir einen Nervenzusammenbruch. So she said at some point, Und sie sagte, I realized I couldn't change anything, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nichts ändern kann. but they couldn't take my mind from me. Aber sie konnten meinen Geist nicht von mir nehmen. I don't think she practiced Buddhism really. I think she practiced yoga, these kinds of things, you know. Sie hat nicht Buddhismus praktiziert, aber Yoga und so weiter. So she said, you know, I decided Ich habe mich entschieden, I'm not a prisoner. ich bin keine Gefangene, I'm a monk. ich bin ein Mann, I'm not in a cell. ich bin eine Zelle, I'm in a cave. ich bin eine Höhle. So essentially, all she did Also is change her interpretation of the events of her life. Also im Wesentlichen, was sie getan hat, ist nichts anderes als die Ingredienzen ihres Lebens zu ändern. What my friend in Australia did Was mein Freund in was Australien change her interpretation of the events of her life. Sie hat die Interpretationen der Ereignisse in ihrem Leben geändert. It's something as simple, but of course as difficult as that. It's nothing fantasy or mystical or secret. Es ist ebenso einfach, wie es auch schwierig zu bewerkstelligen. Es ist aber nicht etwas, das unmöglich zu machen ist. We all do this every day anyway, just, you know, to some degree. Wir machen es zu einem gewissen Grade jeden Tag. You know, you want to shout at your sister, but you change your mind. You want to shout at your sister, but you change your Du mind. möchtest deine Schwester anschreien, aber dann änderst du deine Absicht. You want to go to that movie, but he wants to go to this movie. You change your mind. Du möchtest in diesen Film gehen, dein Freund geht einen anderen und du änderst deine Meinung. We understand it. Wir verstehen It's das. just as hard work. Es ist nicht so hart. You know, the stronger our habits to be anxious or angry or depressed, the harder work it is. But it's possible. Es mag zu einem schwierig sein, das umzusetzen, aber wenn man daran arbeitet, ist es möglich. So from the Buddhist perspective, Aus der buddhistischen Perspektive. that's all we're talking here. Und das ist, worüber The wir key sprechen. is learning to become familiar with all the thoughts deep down beneath the emotions. Ausschlaggebend im ganzen Prozess ist, dass wir genau uns auseinandersetzen mit den tiefen Prozessen in unserem The Geist. Buddhist approach, you know, when you're studying the Buddhist psychological model in more depth, if you choose to, Also die Annäherung des Buddha auf einer psychologischen you know, they talk about how there's not a single thing we experience throughout the day, even if we're not conscious of it, that doesn't stay in our mind. Gemäß der buddhistischen Psychologie ist nichts, was wir den ganzen Tag hindurch erleben, auch wenn wir nicht so gewahr sind, das nicht in uns eine Spur hinterlässt. So we know we're busy with our life, you know. Also wir sind sehr beschäftigt mit You unserem rush in, Alltag. you cook the lunch, you do the dishes, you get this, you clean yourself, you go to the toilet, you go to work, you come home, all the busy things we have to do. Wir rennen hierhin, dorthin, waschen hier etwas ab, fahren dort zur Arbeit, all die 1000 Dinge, die wir tun am And then Abend. naturally things go wrong. Aber natürlich gehen einige Dinge falsch, schief. Then you get upset. Wenn du You drop the cup while you're washing the dishes. Wenn du eine Tasse fallen lässt, You get upset. dann bist du aufgebracht. The noise next door is too loud. Der Lärm in der Nachbarschaft You get upset. ist laut, du bist aufgebracht. The kid doesn't do what you want. Das Kind macht nicht, was You get du upset. willst. Bist du wieder aufgebracht. They're just mild things. We get upset. It's not dramatic. It's just you get upset, irritated, annoyed, frustrated. These sort of polite levels of anger. Das sind nicht dramatische Sachen, aber auch diese Kleinigkeiten, die schief gehen, bringen uns ein bisschen aus der Fassung. So these are ordinary things in daily life. Und das sind nicht große Sachen, das sind die alltäglichen Sachen. We don't pay attention. Aber wir passen nicht auf, wir bemerken I mean, you don't go to your therapist because you dropped a cup. Du gehst nicht zu deinem Therapisten, weil du eine Tasse fallen lässt. She'll tell you to shut up and go home and just get on with life, you know. She'll tell you to shut up, go home and get on with life. Ja, der Therapist würde sagen, halt den Mund, geh zurück und fang mit deinem Leben weiter. But all this builds up. Aber das alles bildet sich It's not complex. Es ist nicht komplex. It's obvious. Es ist Because if offen. you don't deal with each of those things as they happen, Aber wenn du mit jedem einzelnen Ereignis dich auseinandersetzt, then of course it's going to build up.
Natürlich werden sie aufgeladen. That's literally what stress is. Und im wirklichen Sinne ist genau das, was Undealt Stress with ist. stuff in our mind. Dinge, mit denen wir uns nicht tiefer auseinandergesetzt haben. So forget about the undealt stuff since we're children. Also vergiss die unerledigten Dinge, die uns beschäftigen, seit wir Kind sind. It's all deeply inside. Es ist ganz tief in uns. And then eventually one day you want to kill your husband. Bis zu einem Punkt, wo du plötzlich deinen Ehegatten You know, that was finally the straw that broke the camel's back. Das ist der ausschlaggebende Punkt, der dann das Fass zum Laufen bringt. So we've got to start paying attention. Weil wir passen nicht auf. So like, you know, you drop the cup. Warum habe ich And you die shout Fass at yourself. fallen lassen? You shout at yourself. You shout at yourself, like I'm doing now. Selbst an, wie ich jetzt gerade tue. Ich habe sie dreimal nicht verstanden. You know, well, instead of that, Anstelle dessen. well, it's all right, Robina, drop something else. You know, look, drop something else. It's okay, darling. There's nothing wrong with dropping something. Also dann werfe ich was anderes runter und sage mir dann, es ist nicht so schlimm, wenn man etwas You know, we've got anderes. money programmed in our heads since we were a tiny kid. You shouldn't drop something. Das Problem ist, unsere Mutti hat uns programmiert, man darf nichts fallen lassen. And because we spent our life being a good girl, Und wir verbringen das ganze Leben, dass wir ein gutes even if no one else is in the house, wir müssen sogar, wenn niemand and you drop the cup, und man etwas fallen lässt, you tell yourself off. dann, You get angry with yourself. dann wirst du wütend über dich selbst. It's completely ridiculous. Das ist eigentlich lächerlich. We never question it. Aber wir hinterfragen es. So my mother used to say, you are your own worst enemy. Und meine Mutter hat gesagt, man ist sich selbst der schlimmste. Well, it's true. Es ist wahr. So instead of being angry when you drop the cup, Also anstelle, dass wir wütend werden, or let's say you get lassen, angry, also du wirst then you notice. und du merkst, dass du It's okay, Robina. bist. It's okay, Robina. Drop another cup. Ja, okay, I mean it. You listen to my point. Then you laugh. Then you laugh. Ihr habt meinen Punkt begriffen, So you just solved that little piece of tension, haven't you? I'm not kidding. It's as simple as that. ihr habt den Punkt begriffen, es ist so einfach, wie das ist jetzt. You sort of follow my thinking. Es ist Are you following my thinking? folgt ihr meinen Gedankengang. Are you? You sure? Seid ihr Okay. sicher? So listen, you know, like, so my friend, for example, my friend on death row in Kentucky, Mitch. Zum Beispiel mein Freund, der auf der Hinrichtung wartet, Mitch in Kentucky. He's been there 30 years. War dort schon, ist Deutschland seit 30 Jahren. You know, he had guns. He had guns and he was dealing in drugs or something, you know. Also er hat mit Waffen gehandelt. And of course, when there's guns, people die. I mean, guess what? What's so surprising, you know? Und wenn man mit Waffen hantiert, dann werden Leute umgebracht. Das ist nicht überraschend. He was just a regular guy who was dealing drugs and had guns, you know. Then 3 people died in a shootout. Es war ein normaler Typ. Irgendwas ging schief in einem Deal. 3 Leute wurden erschossen. So now he's on death row. Und jetzt wartet er auf sein His Tod. death date is very soon. Das Death date. ist bald da. His death date is coming soon. Yes. You said that? Yeah. Okay, good. All right. Yes. So he's a happy guy. We sit together in the chapel and we crack jokes for an hour, you know, Also wir sitzen in einer Kirche und machen diese Witze darüber. because he's worked on his mind. He's worked on his mind. Ja, das ist ja. Are you a Buddhist or what? Are you a Buddhist or what? I asked myself, He doesn't know. It's okay. I'm honest. I'm sorry. So he's accepted. He's come to terms with his reality. He's come to terms with his Yes, reality. hat sich mit seiner eigenen You know, Realität taking responsibility for what he's done. hat die Verantwortung ergriffen für das, was gemacht You hat. know, and become this marvelous human being. Und wurde eine wunderbare Person. He says, I'm ready for that electric jolt, Robina. I'm ready for that electric jolt. Ich bin bereit für diesen elektrischen Schlag, der mein Leben beendet wird, Robina. I'm just talking, giving examples. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele hier. So anyway, I think it's time for you to ask questions. Es ist vielleicht Zeit, dass ihr ein paar Fragen stellen könnt. If you'd like to. Any question at all, I don't care. Anything, just start the ball rolling. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Alles ist willkommen. Yes. Do you have a microphone for the people?
Where are you? Put your hand up. There you go. Yes. Yes. Unterschied zwischen subconscious and unconscious. Subconscious and unconscious. What's the difference? What's the difference in unconscious? Okay, let's go. Can we have the microphone? Okay. Say that. So, these are words we use in English and German. They're not really Buddhist terms. Das sind Wörter in Englisch oder Deutsch, das sind nicht eigentlich buddhistische Wörter. Buddhists would say they have a term. In Buddhism, they talk about we've got gross consciousness at this very gross level of day-to-day thinking and feeling. Gross consciousness. In der buddhistischen Herangehensweise gibt es verschiedene subtile Ebenen. No, gross consciousness. Gross, not grobe Geisteszustände. Yeah. So then we've got subtle consciousness, they Und dann say, gibt es feinere Geisteszustände. which is necessarily what's deeper down, Und das geht dann tiefer und tiefer. So this is what the Buddhist view is. We've got a really very thoughts go at a much subtler level. Is what we would call sub or unconscious. I think the terms are probably the same, aren't they? Die Gedanken gehen dann irgendwie subtiler und subtiler und subtiler und das macht diesen Unterschied aus. So when you use those terms, what do you mean? Also wenn ihr diese Begriffe benutzt, was meint ihr damit? Also das Unterbewusstsein und das Unbewusste. Subconscious and not being aware of. Yeah, exactly. That's right. It's exactly what it is. Isn't it? We're not, and the Buddhist view would say we're not aware of 99% of what goes on even in one day. Und Buddha sagt effektiv, sie hat gesagt, das ist genauso. Der Buddha sagt, wir sind uns eigentlich nicht bewusst von etwa 99%. This technique that these amazing Indians created, hundreds of years before Buddha. Also diese außergewöhnliche Technik der Geistesschulung, die in Indien entwickelt wurde, sogar vor Buddha. When you read in detail the consequences of cultivating this level of concentration, it sounds like science fiction to us. Wenn man die Einzelheiten liest, was das alles auslöst und was das alles umfasst, klingt es wie Science Fiction zu uns. I mean, we take it for granted that, even after 30 minutes of being up in the morning, already you can't account for 99% of what you've been thinking or doing, because it all just, it goes, we forget it. We accept that as normal. Sogar nach einer kurzen Zeit, wenn wir morgen aufgestanden sind, wenn wir uns zurückerinnern wollten, können wir 99% uns nicht mehr erinnern, was alles abgelaufen ist. So even one of the terms they use sometimes for the word Buddha is fully awake. Und eine Übersetzung oder eine Definierung des Begriffes Buddha ist völlig Wachsein. The assumption being is that we're most of the time fast asleep. Weil die Annahme ist, dass für den größten Teil der Zeit sind wir Tiefschlaf. Not conscious. Nicht wirklich bewusst. So even in a practical sense, not conscious of everything that's going on. Also sogar im ganz praktischen Sinne sind wir uns nicht voll bewusst. So when we've got even some semblance of this concentration that you get from this technique, a little bit of concentration even. Also selbst wenn ein bisschen Aufmerksamkeit oder Konzentration erlangen, you are able to have incredible clarity every day. Das führt dazu, dass wir eine unwahrscheinlich stärkere Klarheit erlangen. You are able to identify really clearly, moment by moment, an erotic emotion, a happy emotion, a sad one, because half the time all our emotions are like mixed in a big soup, aren't they? And we can't tell one bit from another. And we get this incredible clarity. It's just extraordinary if we were to hear the benefits of it, Also allmählich kriegt man eine bessere Klarheit und statt dass das Ganze diese Emotion eine Suppe ist, wo man überhaupt keine Übersicht hat, wird man immer wie klarer, welche Emotionen passieren, was genau abläuft. So the Buddhist view is we can dig way deep down into our unconscious. Und die Sicht des Buddha ist, wir können ganz tief in das Unbewusstsein. And it would no longer therefore be unconscious. Und in dem Ausmaß sind wir auch nicht mehr so unbewusst, was da alles abläuft. And the result of this Und die Ergebnisse davon sind, is much more clarity. Es gibt viel mehr Klarheit. So much more very natural control of all the dramas of life. So viel mehr an natürlicher Kontrolle all diese Dramen im Leben abläuft. You wouldn't have stream, the way we have a stream up and down in oceans. You wouldn't be like that. Also es gibt nicht mehr dieses Berg- und Tal, diese Berg- und Talbewegung. More joyful. Du bist generell more clear, klar, more empathetic, more kind.
freundlicher Anteil more sein, confident. viel zuversichtlicher. These are all the kind of natural results that the Buddhist approach says we can all accomplish. Und das sind die natürlichen Ergebnisse der Technik, die du da gewählt hast. So don't keep, are we communicating? Ist es klar jetzt? Okay, good. Any other questions? Gibt es weitere Fragen? Any old thing, it doesn't matter. Yes. Isn't it as well dangerous to get so deep? A good point, yeah, exactly, yes. I think, okay. Meditations are really, go on, say it. I just said it to the point. Yeah, say it in German what she said. She said it in German. No, she didn't, she said it in English. Oh, Someone understood. Die Frage lautete, ob es denn auch Gefahren beinhaltet, wenn man zu tief in den Geist geht. Because we're not familiar with our mind in the way the Buddha says we can be, Weil wir nicht vertraut sind mit dem Geist oder mit der Wirkungsweise des Geistes. then it's quite dangerous. You could argue it's a minefield in there. Da könnte man argumentieren, es ist wie ein Minenfeld, das ist von vielen Gefahren dort drin. So, many people who like to say this heard of meditation. Also viele Leute sagen, sie haben von Meditation. Okay, I'll think of one simple example. The person I know, she started doing a certain kind of meditation in one of the centres I was at in Australia. Also ich gebe euch ein Beispiel von einer Frau, die in einem Zentrum von unserer Organisation in Australien. And she experienced very joyful feelings. Und sie hatte sehr glückliche Zustände in der Meditation. Well, we love joyful feelings, don't we? Und wir mögen gute Zustände. So she became like a junkie. Und sie wurde eine Junkie von So she Meditation. would sit down to so-called meditate just to get good feelings. So setzt sie sich hin zu meditieren, also diese guten Gefühle irgendwo. And then actually thinks that is the meaning of spiritual. Und sie dachte dabei, das ist der Zweck der spirituellen Praxis. People can have much more interesting, weird experiences, but they have no idea what's going on, so they just think they're some special spiritual practitioner, and they literally they go mad, People go mad because they have no idea how to deal with what is going on, because we don't have techniques for understanding it. Also wenn man ohne eine klare Technik das macht, dann kann es in verschiedene Richtungen gehen und es kann sogar dazu führen, dass man effektiv verrückt wird. And it's reasonable. If you've never, driven a car and suddenly you leap into a car and drive 180 kilometres an hour in Germany or wherever, and you don't know how to drive, you'll be in serious trouble. You need techniques, You need to know what you're doing. Certainly with the mind, there's no question. Also das Beispiel, das ich noch gebe, ist, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie man ein Auto fährt und geht nach Deutschland auf die Autobahn und fährt mit 180, ist die Gefahr groß, dass etwas schief geht dabei. And of course, because Buddhism, from the bigger picture point of view, talks about past lives, all these other things that we never talk about in our ordinary materialist culture, Und dazu kommt, dass Buddha natürlich von vergangenen Leben spricht und das ist eine weitere Komponente, die in unserem Kulturkreis nicht so eine Rolle spielt. So, if we... Okay, in this model we're describing, we've got gross consciousness and subtle consciousness. Also gut, wenn wir das Beispiel anschauen, wir sprechen von groben Geisteszuständen und subtilen Geisteszuständen. So the only time we normally experience what they call subtle consciousness is when we dream. Also die einzige Phase, wo wir effektiv erleben, was die subtileren Ebenen anbelangt, ist So because that level of consciousness is beyond conceptual and beyond the sensory, weil diese Zustände sind jenseits unseres konzeptuellen Denkens und beyond the sensory and the conceptual. Also konzeptuell und die direkten Sinneswahrnehmungen. Then lots of people have, what they call out-of-body experiences. People have clairvoyant experiences. So in modern psychology, of course, we don't know how to deal with that. It's just kind of weird, Also es gibt Leute, die haben außerkörperliche Erfahrungen zum Beispiel, Hellsichtigkeit und in unserem Kulturkreis, also im Westlichen ist es nicht klar, wie man damit auseinander. But it fits with the Buddhist view, the understanding of the mind at these subtle levels. Aber es passt perfekt zur buddhistischen Sichtweise, weil das genau mit diesen subtilen Geisteszuständen sich deckt. So, if a person is capable of sitting down and getting a bit of concentration all of a sudden, also wenn sich eine Person anfängt, hinzusetzen und plötzlich diese Klarheit und and sometimes people can access this subtler level, kind of by accident. Und es gibt Leute, die durch Zufall zu diesen Geisteszuständen gelangen. I mean, weird things can happen. Es ist möglich, dann The mind is a very powerful, the way the Buddhists view the mind is an incredibly powerful thing that goes to really subtle levels, and we have enormous capacity, but you've got to know what you're doing,
Weil es gibt unwahrscheinliche Dinge, die passieren können. Der Geist hat ein großes Potenzial und wenn man nicht weiß, was man tut, können einige Dinge geschehen. A friend of ours, I think doesn't he come here, Venerable Rene, the Swiss monk? He's a professional meditator the last 30 years, 40 years, as a Swiss monk, Rene, Venerable Rene. Da gibt es einen Mönch, der war 30 Jahre meditiert und er ist ein Experte in der Meditation. Venerable Rene. Venerable Rene. Also der ehrwürdige René. Thank you. You said his name? René. Yeah, thank you. I remember I interviewed him 20 years ago in Mandala magazine about his meditation retreats, you know. Und ich habe vor 30 Jahren über seine Meditationserfahrungen im Mandala-Magazin gelesen. He said there was no way he was capable of doing these really intensive retreats unless without the years of previous hard work and practice and training and also teachings, understanding the background of the philosophy. There was no way he could possibly do it, he said. Hat dann gesagt, es wäre unmöglich gewesen für ihn, gewisse meditative Erfahrungen zu haben, wenn es nicht mit viel vorausgegangener Arbeit und viel Studium. But on the other hand, it's really important to know that this is not in its nature mysterious. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu wissen, dass es nicht etwas Mysteriöses ist. Starting with a really simple 3 minutes in the morning, trying to focus your mind. Die Handhabung ist, dass man am Morgen sich hinsetzt und den Geist beruhigt. It's a good start. Das ist bereits ein We're all capable. Und wir sind alle befähigt, das zu tun. And then, So, are we communicating? Ist das klar soweit, die Frage? Any questions? Gibt es weitere Fragen? Who else had their hand up? Huh? Several people had their hand up. Es hat noch jemand die Hand hochgehalten gehabt vor euch? Yes, sweetheart. I just wanted a practical advice about a daily training. What do you think? Oh, I'm so disappointed. I thought I said it several times. I must say it too fast. I thought I did say it many times. Forgive me, it's my mistake. Die Frage lautet, ich hätte gerne eine praktische Anweisung für das alltägliche Leben. Start in the morning with 3 minutes of focusing your mind. That's what I said. Good start. 2 minutes. Even, I mean it sincerely, you know. Beginne jeden Morgen mit nur 3 Minuten aufrichtigen Meditation und ich meine das so. In general, all I'm trying to do here, in generell, was ich hier tun möchte, is sort of help, if anybody has interest. Ist, falls Interesse bekommt. It's a start. Es ist ein So if anything that's said in this room is appealing to somebody. Also wenn etwas, das hier gesagt wurde, ist jemand anspricht. All I want to do is encourage you to start. Ich möchte mit all die Leute, die So I'm saying start even in the morning with 3 minutes. Möchte ich dazu anspornen. Sit down before you start anything else. Sit down before you do anything else. Bevor ihr irgendwas mit E-Mail schreiben und so weiter macht, Just decide I'm going to pay attention to my breath for 3 minutes. Sitzt ab und sitzt für 3 Minuten und beobachtet eure The reason der Grund is because you want to start to become familiar with your mind. Dass ihr euch mit eurem Geist vertraut machen möchtet. It's a starting point, you know. Und das ist ein Beginn. And then I would say that from there, und dann würde ich sagen, you obviously start to you know, if you know you've got some confidence that you can know your thoughts and change them. If you've got some confidence in that principle. Und wenn ihr mit dieser Basis anfängt und auf diese Basis arbeiten macht, then you'll start searching and looking for places where you can learn it and places online where you can start to look into these things. All I can do in 1 hour is not very much, isn't it? Here talking. I can start the ball rolling, you know. Dann werdet ihr euch für Gelegenheiten und Plätze umschauen, wo diese Dinge gemacht werden können, erlebt werden können. Was ich machen kann in einer Stunde ist nicht allzu viel mehr, als euch darauf hinzuweisen. So is the implication of your question that most of it does not very practical? I'm a bit disappointed. That probably isn't just it. Also wenn meine Rede soweit nicht sehr praktisch rübergekommen sein soll, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber das war eigentlich meine Absicht gewesen. Was that the point? War das der Punkt? Not very practical. Nicht sehr praktisch. This. For me, it was very fast. I got stressed. Oh God, it was. Ich war gestresst. I'm really, really sorry. This is terrible. Say what I said. I'm talking. Oh, sorry. Tell her I'm really sorry. This is Es terrible. tut mir leid, dass es so rübergekommen ist und dass ich die Meinung habe. It was the exact opposite of what the point was. For these people by
slower. I'm so sorry. Throw me out, start again. It's oh dear, this is terrible. So there's no benefit from any of it. Not even a little piece was useful. Okay. Sweet. It was what? Wonderful training. Oh, good. Okay. Whew, anybody else? Any more complaints? Anyone? I'm really not joking. I'm sorry, I'm finding it, for some reason, I'm finding it is it the acoustics maybe? Or just me because I'm shouting? I'm not trying to blame anything, I promise. Anybody else have a question? Yes, please. No questions, just I really like to listen. Maybe the transition, it was a bit like maybe Okay. it's too much. For me, it's like when you talk, I can listen, but for me, it's not too strong. I see, okay. But you have to translate very fast. Yes, I know, exactly, it's true. If you understand those languages quite well. I understand it, that makes sense. It makes sense. So does anybody need the German? Okay, so we need Roland has to stay. Perhaps he can take over. Anyway, I'm sorry, yes. Yeah, okay. Any other questions, please? Just also after long talking, these interesting examples. It would be nice, I think, just we talk about these 3 minutes a day practice in the morning. I mean, we could do it right now. We could leave like 3 minutes. Right? You would like that? It's silence. What we need. But the silence is your. So you want to be quiet for 3 minutes? Is that what you're saying? Okay. Then assume. Okay. Okay. Why don't I explain how to do it? Warum macht man es nicht so? Ich erkläre genau, wie es zu tun ist. But I'm a bit nervous about what you said. Aber es macht mich ein bisschen nervös, was du gesagt hast. Because your assumption is. Weil deine Annahme ist. Anyway, never mind that. It's cancelled. Okay. I want to talk more. I'm trying to go slowly. Can you see? I want to talk more about what this meditation technique isn't. Ich möchte mir darüber sprechen, was diese Meditationstechnik nicht ist. It isn't a relaxation technique. Es ist eine Entspannungstechnik. Yoga has the best relaxation techniques on the planet. Yoga hat die besten Entspannungstechniken auf dem ganzen Planeten. Right. It is not a technique that's an equivalent. It's not an equivalent of a pill to make all the pain go away. Es ist nicht wie eine Pille, die dafür sorgt, dass der Schmerz weggeht. Eine Schmerztablette. And it is not, the purpose of it is not to stop all the thoughts. Und der Zweck ist auch ebenso wenig all die Gedanken zu stoppen. The simple function of this technique, this specific technique, concentration meditation, Die einfache Aufgabe der Konzentrationsmeditation ist to train our mind to stay focused on one thing. Dass unser Geist dabei bleibt, auf ein einziges Ding fokussiert zu bleiben. Now, some people, when they sit down with their eyes closed and do a meditation, Es gibt Leute, die, wenn sie sich hinsetzen, um zu meditieren, might have a very nice feeling. möglicherweise ein sehr gutes Gefühl haben. Well, I'm happy for them, Ich bin glücklich für sie. but it's not the point. Aber darum geht es nicht. It's like thinking you go out and do some weeding in the garden Es ist wie wenn du in den Garten rausgehst und jätest and you feel good. und es dich glücklich macht. Well, feeling good isn't the point. Aber dich glücklich zu fühlen, darum geht es nicht. Weeding the garden is the point.
den Garten zu jäten, darum geht es. So that here the point is to train the mind to concentrate. Hier geht es darum, den Geist zu schulen, sich zu konzentrieren. Why? Warum? Because not only do we not want to make all the thoughts go away, not initially, Nicht nur geht es nicht darum, dass wir die Gedanken wegtragen wollen. we actually want to become familiar with all the thousands of thoughts. Wir möchten uns vertraut machen mit den Millionen von Gedanken. So that you can do the job of becoming your own therapist, as Lama Yeshe would put it. Und das führt dazu, dass du dein eigener Therapeut wirst, wie es Lama Yeshe formuliert hat. In the text, this technique is described in 9 stages of development. In den Texten wird diese Technik in 9 Stufen unterteilt. And they say that a sign of success at the first of the 9 stages Und die Texte sagen, schon auf der ersten Stufe gibt es klare Resultate. is that you think you're getting worse. You think you're having more thoughts. Denkt ihr werdet mehr Gedanken haben? You think you're getting worse. You think you're having more thoughts. Du denkst, wird mehr Gedanken haben? Once more. One of the signs of success at the first of the 9 stages One of the in German Ein Zeichen auf der ersten Stufe dieser 9 Stufen ist es, is that you think your mind is getting more busy. dass du den Eindruck hast, dass dein Geist noch aktiver ist als It's a vorher. sign of success. Und das ist ein Erfolgszeichen. Why? Warum? Because now you're noticing the chaos. Weil du das Chaos beobachtest und bemerkst. Listen, we need relaxing. Wir müssen uns We entspannen. need to be de-stressed. Wir müssen uns, So this technique is like also long term. also diese Technik ist auch auf lange Zeit ausgerichtet. Because stress isn't the fact that we have a lot of thoughts. Stress ist nicht der Grund, dass wir viele Gedanken haben. Stress is not even because we do a lot of jobs. Stress ist nicht mal dafür verantwortlich, dass wir Stress viel is Arbeit because haben. of attachment, Stress ist verankert in der Anhaftung. which is this junkie in us Das ist diese Junkie, that die craves only the nice things. das nur die schönen Sachen will und sich dann It's like a baby Es ist wie ein that kleines only Kind. wants the nice things. Das Baby will nur die And the netten Sachen. millisecond it doesn't get it, Und die Nanosekunde, wo es nicht erhält, when you drop the cup, wenn du die Tasse, when the red light comes, wenn das rote when the Licht husband says the mean word, wenn der Ehepartner etwas Böses sagt, you know, then aversion arises, und dann kommt diese Abneigung, irritation, Irritation, upset, du wirst annoyed, aufgebracht, du wirst irritated, anger. wütend. Aversion anger is the response when attachment doesn't get what it wants. Wut ist die Reaktion des Geistes, wenn er nicht das erhält, was er And möchte. these two are working constantly throughout the day. Und diese beiden arbeiten den ganzen Tag durch den Tag durch. So an immediate benefit, an immediate technique is good. Relax in that day. Go to sleep. Don't go to work. Don't get into the traffic. That's practical. Also die unmittelbare Reaktion ist, dass man nicht an die Arbeit gehen möchte. It seems to me sleep is the best de-stress possible. Man denkt, also Schlaf ist das beste Gegenmittel für Stress. And we need to apply these. Und wir müssen diese We need to do a relaxation technique. Wir müssen eine Reaktions We need to go on a holiday. anwenden. Wir müssen die Ferien We need gehen. to have a good meal and laugh. Wir brauchen unbedingt ein gutes They're Essen. a necessary part of life. Es sind wichtige Ingredienzen des So we're talking long term here. Aber the wir long sprechen term auf there. lange Sicht hinaus hier, That we can deal with our minds dass wir mit unserem by Geist, becoming familiar with the thoughts as they happen. wir können uns mit dem Geist auseinandersetzen, indem wir vertraut werden mit dem So Geist. concentration meditation. Und die Konzentrationsmeditation, When I interviewed Venerable about his retreats, als ich den ehrwürdigen René über seine Meditationserfahrung and he was doing years of this meditation, 10, 12 hours a day for years. und er hat über Jahre diese Techniken angewendet, über viele Jahre hinaus, To get this concentration. um diese Konzentration zu erlangen. He said you need incredible discipline, Er hat gesagt, du brauchst unwahrscheinlich viele Disziplin. incredible determination Man, enorme Zuversicht. yeah, to
Entschlusskraft. So it's like a long term we're talking here. Also wir sprechen hier über ein weit But it's got to start somewhere. You've got to start somewhere. With your 3 minutes in the morning. Mit den 3 Minuten im Morgen. Also part of what I'm saying, Und ein Teil davon, was ich gesagt habe, this approach, von diesem is not to make it all go away. ist nicht all diese Dinge weg zu schaffen. This is one of the commonest misconceptions about, meditation. Und das ist eine der handelsüblichen Misskonzeptionen, was That it's like an alternative to a pill to make the pain go away. dass es eine Art Pille ist, eine Tablette, die den Schmerz wegträgt. Nothing wrong with doing that. Es ist nichts Falsches If daran. your headache's that bad, take a pill, please. Also wenn der Kopf gerade schmerzt, bitte nimm eine Tablette, damit der Schmerz weggeht. But you've got to get to the root of the problem as well and try and get to the source. That's what we're discussing here, long term. Aber du musst die Wurzel des Problems erkennen und darum geht es, was wir hier besprechen. Are we communicating? Ist es gut soweit? So another thing I'm saying, Etwas mehr kann ich noch sagen. part of this process, Ein Teil dieses Prozesses. we get courage. We get courage Wir erhalten Mut, to be happy to listen to our thoughts, dass wir glücklich dabei sind, unsere Gedanken not to zuzuhören. be fearful about what's there. Nicht ängstlich darüber zu sein, Because attachment in us, this little junkie in us, weil diese Anhaftung in uns, diese Junkie, can't bear the unhappy thoughts, der mag diese unangenehmen Gedanken nicht. wishes they'd go away. Wünschte sich, die würden weggehen. Part of this process Aber Teil dieses is learning to Prozesses recognize what's in our mind, ist einfach zu sehen, was in unserem Geist abläuft. recognize the anger, Recognize the stress. dass Zorn ist, Stress ist, the anxiety, die and Aufregung own it, und Own zu it. besitzen. and not blame the outside. Nicht das Own Außen it. zu verurteilen, And sondern that zu very besitzen. process lessens it. Und dieser Prozess alleine reduziert das Ganze. Trying to make something go away, Versuche etwas wegzutreiben, wishing it wasn't there, sich wünschen, es sei gar being nicht afraid da. of it, Angst davor zu that's the haben, cause of the suffering. das ist genau die Wurzel des Leidens. And then when the anger comes, Und wenn dann der Zorn you then get angry about getting angry. dann wirst du wütend darüber, dass du wütend wirst. And it's like double trouble. Das ist doppeltes Problem. We've got to recognize what's there, Wir müssen anerkennen, was but be da ist. glad that we recognize it. Und glücklich darüber sein, dass wir es So it's erkennen. like learning to be happy that you're neurotic. Also man lernt glücklich No, zu sein. learning to be happy that you've discovered you're neurotic. Also glücklich zu sein, dass man entdeckt hat, dass man neurotisch ist. Not being afraid of it. Nicht ängstlich davon sein. Not wishing it would all go away. Nicht sich einfach zu wünschen, dass es alles weggeht. So we can still do our 3 minutes of silent meditation. Aber wir können immer noch die 3 Minuten Meditation machen. So sit up nice and straight. Don't slump into the back of the chair. Don't slump into the back of the chair. Don't slump into the back of the chair. Mach nicht eine Banane mit dem Rücken in die Rückenlehne hinein. So keep your back nice and straight. Also richtet euren Sitzplatz gerade auf Your feet firmly planted on the ground. und setzt eure Füße gut auf den Boden. There's various points about the body that the meditators over the centuries have found to be quite important. Es gibt verschiedene Aspekte der Körperhaltung, die die Meditierenden über die Jahrtausende Your entdeckt back haben. straight, Also ein gerader Rücken. your body upright, Der Körper muss aufrecht sein, but your muscles relaxed. aber die Muskeln So entspannen. sit upright Also aufrecht and sitzen then relax your muscles. und dann aber die Muskeln entspannen. Flop all the, especially your abdomen. We always squeeze our abdomen, so I think we don't like to look fat, you know. Relax your abdomen. Also entspann vor allem deinen Bauch. Wir sind da gewohnt hineinzuziehen, aber entspanne ihn. And your head is important. Have it slightly tilted forward. Der Kopf leicht nach vorne geneigt, das ist wichtig. Your jaw relaxed. Der Unterkiefer muss entspannt Your sein. lips slightly apart. Die Lippen ein bisschen voneinander entfernt. And curiously, your tongue should be just resting just behind the teeth, near the palate. Also seltsamweise sollte die Zunge direkt am oberen Gaumen zur Ruhe kommen.
For the meditators who meditate all day, serious meditators, Also Meditierende, die den ganzen Tag meditieren, they've discovered that having your tongue there prevents you from dribbling and from having to swallow your spit all the time. So it's very practical. haben entdeckt, dass wenn man die Zunge dort zur Ruhe bringt, dass es verhindert, dass viel Speichelfluss entsteht. So have your hand just relaxed in your lap, you know. Und dann haltet eure Hände im Schoß, entspannt. And your eyes should be looking, you know, again, the meditators who spend serious years in meditation, days in meditation, during the day, let's say, they say it's good to have your eyes open so the light can come in, and that helps keep your mind very sharp. But most of us don't have such good concentration, so maybe best to have your eyes lightly closed. Die jahrelangen Meditieren haben herausgefunden, es ist besser, mit geöffneten Augen zu meditieren, dass das Licht reinkommt. Aber wenn das etwas schwierig ist, kann man sie leicht schließen. So have your eyes, but underneath your eyelids, have your eyes looking down, as if you're looking along your nose towards the ground. Also schließt eure Augen leicht, aber nicht ganz, und dann zieht runter über die Nasenspitze gegen unten. So what we're going to do for 3 minutes is focus on the sensation at your nostrils as you breathe in and out. That's what we're going to do. Was wir jetzt tun werden, während 3 Minuten, beobachtet den Punkt, wo der Atem die Haut berührt, beim Ein- und Ausatmen. So just take a couple of breaths, very relaxed, deep breaths, not loud. So and just locate that sensation first. Wir beginnen mit ein paar ganz tiefen Atemzügen, um ein bisschen die Luft zu regulieren. So what we're going to do for about 3 minutes Was wir jetzt in 3 Minuten tun werden, is make a strong determination. fast einen starken Entschlusskraft, I will pay attention to that sensation. auf dieses Gefühl auch eine große Aufmerksamkeit zu legen. Now the fact is, the thoughts will continue raging on as usual. Die Tatsache ist, die Gedanken werden weiterfließen, wie immer. It's like being in a room of 100 people who are all chatting away and you're dying to hear what they're all saying. Wie wenn man in einem Raum ist von 100 Leuten, die alle wild durcheinander reden und man versucht zu hören, was alles gesagt wird. Well, you don't wish they'd all go, you don't tell them to all be quiet. Du fragst nicht, du bittest nicht darum, alle zu schweigen. You don't rush off listening to what they're saying. Du versuchst auch nicht überall mitzuhören. You decide you're going to pay attention to one thing. Du entschließt dich einfach, eine Sache zuzuhören. Let them chat away, who cares? Lass sie weiterreden, wer kümmert sich? That's our thoughts, okay? Lass Let them sie come kommen. and let them go. Lass sie kommen und lass sie gehen. Just with strong determination, with sharp mind. Keep your mind sharp to just pay attention to that sensation at the tip of your nose. Mit großer Entschlusskraft und Konzentration fokussiere auf den Punkt, wo der Atem die Nasenlöcher verlässt. And every time your mind wanders off, bring it back to the breath. That's it. Und wann immer der Geist abschweift, bring ihn einfach wieder zurück zu diesem Punkt beim Ein- und Ausatmen.
Just bring your mind back to the breath. Bringt euren Geist zurück zum Atem. Keep your mind alert, sharp. Haltet euren Geist wach, scharf. Okay, relax now. Relax now. Gut, entspannen. It's better to have 3 quality minutes than 10 spacing out, okay? It's a good exercise. Es ist besser, 3 qualitativ gute Minuten zu meditieren, als 10, wenn man abdriftet. And like anything, it's a training. It's not like some magical thing that'll happen that day. It's learning to ride a bike, learning to do anything. It's one step at a time. You start somewhere, one step at a time. It's not a magical thing in itself that'll bring some special experience. It's a training. You're training your mind to focus. You're training your mind to stay on one thing so that inevitably you can gradually learn to become familiar with the contents of your own thoughts. That's the point. So then you can start to do the work of dealing with them. That's the next step. Und es ist nichts Magisches dabei. Es ist nichts Spezielles, was gerade passieren soll. Es geht darum, wie alles andere, dass die Regelmäßigkeit der Übung das Ausschlaggebende macht mit dem Fortschritt. Es ist wichtig, dass man jeden Tag das ausübt und einfach dabei bleibt. Wie ein Training, das man ausüben muss, zum Beispiel ein Fahrrad fahren zu können und so weiter. Any questions? Sind weitere Fragen? My question is actually now we talked about that you have a lot of thoughts in your mind, like you're running Constantly. Constantly. Yeah. What if there's like one thought your mind is narrowed to is only this thought, like haunting you one specific thought? What do you mean, sweetheart? Give an For example. example, in mental disorders like anxiety disorder, they have like one specific, like rumination, rumination. This one thought coming back and coming You mean like back. obsessive thinking, the Yeah. same thing? Yeah. No, I know. I mean, there's, So, okay. Die Frage lautet, was ist, wenn ein ganz spezifischer Gedanke immer wieder kommt? Das habe ich wirklich verstanden. Also der sehr intensiv wird. We can
see, isn't it, that, this mind's really our minds are really crazy in one way. I think it's amazing to me we don't go around killing each other every day. Our minds are really quite, if we start to look a little bit deeper, it's astonishing what goes on in our minds. In general, ordinary, good, reasonable human beings, isn't it, on the one side. Es ist verrückt, was eigentlich im Geist alles abläuft. In einer Hinsicht ist es verrückt, dass wir uns nicht die ganze Zeit gegenseitig umbringen. Wenn man genau hinschaut, was alles abläuft, es geht unwahrscheinlich. And then we can see the intensity of the suffering of our uncontrolled thoughts. It's unbelievable. It's so much pain, isn't it? And serious examples of it are beyond bearing, Also die Intensität der vielen Stufen von Leiden sind eigentlich unwahrscheinlich stark ausgeprägt, wenn man das genau anschaut. So it's almost as if what we're discussing here, es ist so, als ob das, was wir hier diskutieren, is techniques for sane people. Ist die Technik für gesunde Leute. I mean, in our culture, when you really have serious problems, you call mentally ill and you need So this is not technique for that kind of person. Also in unserer Gesellschaft zum Beispiel werden diese Leute healthy people. This is not a technique for people who are called in even our world seriously mentally ill. No way. This is already implying some kind of understanding of yourself, some kind of ability to put your life together. This is already, and even, you understand my point? Es ist nicht einmal für die Leute gemeint, die spezifisch krank sind, sondern es ist die Leute, die im ganz normalen Alltag stehen. There's almost too much to say. I don't know what to say to you. There's too much to say. Because I'm not dealing, we're talking ordinary people like you and me. The Buddha's view is we're all crazy. It's just a question of degree, in one sense. But someone who's got obsessive thinking and goes up and down like yo-yos and profoundly depressed or really paranoid, this is not for that. You've got to start somewhere. Es ist nicht für die Leute, die extrem deprimiert sind und extreme Zustände haben. Es ist für die Leute, and we should take some pills to calm the physical energy down. That helps, einigermaßen Deprimierte sind und für diese Leute gibt es einen Ansatzpunkt. So even in Tibetan medicine deals with the body as well. It's the same as our medicine. Like Tibetan doctors who have an understanding of the mind, according to Buddhism. Also sogar die tibetische Medizin kennt Medizin, die sich für solche extreme Fälle darum kümmert. So what they will do, they'll feel your pulses like the Chinese acupuncturists. Und was die machen, die fühlen den Puls wie die chinesischen Akupunkturisten. And because of the model they use, und das Modell, das sie benutzen, this particular imbalance of the wind energies they're feeling in your pulses, die Unbalanciertheit der verschiedenen Windenkörper und so weiter, that's related to your anxiety. Das hat dann direkt einen Zusammenhang mit So by giving you herbal medicine, und die geben dann by giving you herbal medicine, it calms down those wind energies, which is the physical, which helps you calm down the anxiety. Well, then for that reason too, take your serotonin or whatever, Das besänftigt dann diese aufgebrachten Winde und auf diese Weise wird dann auch der Geist wieder beruhigt. Sweetheart, there's so much to say in this short period. Es gibt so viel mehr zu sagen, aber in dieser kurzen Zeit. Maybe it's enough. Enough stressful talking. So all I can say is, if there's been any food for thought here, any ideas that seem reasonable, then it's over to you, sort of thing. Then it's over to you. Look online, go to the Buddhist Center here, learn the techniques and then see where they take you, Not for everybody. So it's sort of like a taster. Those menus, you get the taster menus, when you get a little taster of about six courses. This is a taster. Es ist wie ein kleines Schnäppchen, bevor das Menü selbst beginnt. Okay, any more urgent questions? Gibt es noch weitere dringende Fragen? Anybody? Irgendjemand? I hope there's been something useful. Yes. Good. Ich hoffe, noch etwas vernünftiges. I'll sing a little prayer to finish.
I'll sing a little prayer to finish. Ich möchte mit einem Gebet 2 little prayers. 2 verschiedene Gebete. One is we call it a dedication. Das erste war das And given the Buddha's view that every moment there's been is as many thoughts we've had as many moments is as many thoughts as we've had, and none of it's gone astray. So given that, so haltet im Geist, dass so viele Gedanken ablaufen und wird nicht überall mit uns we just think may we nourish these seeds we've planted Also mögen die guten Gedanken, die Sie hier angereicht haben, mögen die Frucht tragen. with our efforts from this moment Und dass die Resultate von to diesem never give up on ourselves, dass sie sich in uns auswirken to know we've got this marvelous potential, und zu wissen, dass wir diese außergewöhnliche to become familiar with our minds die Vertrautheit mit unserem Geist and to change them und sie zu ändern for our sake für unsere and the eigene sake of others. uns zum Willen von And anderen. the second little prayer is make some aspiration, make a passion grow and grow in the hearts of all. Und der zweite Teil beinhaltet die Aspiration, dass sie weiter wachsen mögen. Kewaji nyududak lama sangye drugyune drowa chikyan malupa dei sala kepashok Jamchub Sanchog Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyuchi Ke Panyam Pap Ne Payang Gom Ne Gom Du Beva Shu